Hallo, ich bin der Vitalis von Compagnon und ich stelle euch heute unser neues Rucksackkonzept vor. Und zwar ist das unser neuer Adept 25 Liter Backpack. Wir haben hiermit ein bisschen was Neues ausprobiert und das zeige ich euch heute. Wir verwenden bei dem Rucksack recycelte Materialien innen und außen. Auch beim Element kommt ab diesem Jahr recyceltes Material zur Verwendung. Ja, noch ein paar Worte zum Außenmaterial, und zwar verwenden wir hier das, wie gesagt, recycelte Außenmaterial, welches sehr seidig und weich ist, aber auch super robust und auch perfekt in eine städtische, urbane Umgebung passt. Wir haben getapete Reißverschlüsse. Wie auch bei der Element-Linie haben wir nicht da irgendwelche Abstriche gemacht, sondern das sind sehr gute YKK-Reißverschlüsse, die auch oben abschließbar sind. Hier seht ihr, wir haben hier ein separates Laptopfach, welches abschließbar ist. Und dann haben wir das Hauptfach, welches von hinten zu öffnen ist und oben ein Zugriff von oben, und alle drei Fächer sind abschließbar. Genau, also da haben wir auch sehr gute getapete Reißverschlüsse verwendet. Dann haben wir von oben ein kleines Dokumentenfach oder für sonstige Sachen könnt ihr da für einen schnellen Zugriff hier reinpacken. Wir haben 3 Handgriffe, und zwar auf jeder Seite. Wir haben hier einen und wir haben hier einen. Dann haben wir auch auf dem Rücken, da seht ihr auch schon das Rückenteil, aber hier haben wir einen einen Handgriff, meine ich, den man auch als Trolley-Aufstecker nutzen kann. Oder man kann den auch so zum Tragen nutzen. Man kann auf den Trolley aufstecken, also ist vielseitig verwendbar. Wir haben hier auch auf der Front ein großes Fach von außen, was komplett man aufklappen kann. Ich zeige es euch kurz. Und zwar ist das hier so ein Fach, wo eine schöne Unterteilung drin ist. Wir haben hier Netzfächer, 2 Stück, in die man alles Mögliche reinpacken kann. Man hat hier ein Fach und hier nochmal 2 Fächer. Also es ist perfekt für die Reise gedacht oder für Kleinzeugs, was ihr im Alltag dabei habt. Wenn ihr auch ins Büro geht, kann man hier alles schön mit reinpacken. Wir haben jetzt hier unten noch ein Fach. Das kennt ihr auch von dem Element-Rucksack schon. Hier ist ein Regencape drin, was für den Rucksack zu verwenden ist. Hier haben wir aber noch eine kleine Besonderheit, und zwar haben wir hier noch so ein so ein Halter fürs Stativ. Und zwar haben wir auch immer wieder die Anfrage, kann man nicht das Stativ irgendwie in der Mitte vom Rucksack befestigen? Da sind wir jetzt drauf eingegangen und haben hier praktisch so eine Lasche, wo dann 1 bis 2 Stativfüße rein können. Und hier haben wir auch Laschen, wo so Gurte dran kommen. Ja? Die Gurte werden dann hier befestigt und hier, und somit könnt ihr das Stativ dann in der Mitte mittig befestigen. Da könnt ihr auch verschiedene Größen, es kann auch relativ groß sein, dann habt ihr das Gewicht immer mittig drin verteilt. Bei einem kleinen Stativ würde ich euch fast eher empfehlen, das Stativ seitlich zu machen. Beim großen Stativ, ja, da ist es mittig auf jeden Fall von der Gewichtsverteilung praktischer. Wir haben nicht nur hier diese Laschen für die Gurte, sondern auch hier hinten. Wie ihr seht, haben wir jetzt keinen fest verbauten Hüftgurt an diesem Rucksack, sondern wir haben hier so 2 kleine Laschen, an die man auch diesen Gurt mit dran machen kann. Das ist jetzt kein richtiger Hüftgurt. Ist auch nicht die Idee, sondern das ist mehr so einfach vielleicht beim Fahrradfahren oder so als kleine Stabilität. Ja? Es soll einfach die Möglichkeit gegeben werden, eventuell das hier zu befestigen. Wir haben hier hinten unser separates Laptopfach. Von der Größe her 16 Zoll von den aktuellen MacBooks. Das kommt ja immer so ein bisschen auf die Marke und Größe drauf an, aber da findet ihr auch bei uns in der Beschreibung die genauen Maße, was dann reinpasst. Also wir haben hier separat vom Hauptfach getrennt ein Laptop- und Dokumentenfach, sagen wir, wo es ein gepolstertes Laptopfach gibt und noch Dokumente kann man auch reinpacken. Oder ein iPad, man kann schon auch 2 Devices mit dazu packen. Dann haben wir hier den Schnellzugriff von oben. Das ist so ein bisschen unser neues Konzept, muss man sagen, was anders ist als bei dem Element-Rucksack. Wir haben
ein Zugriff von oben und hier seht ihr schon, wir haben hier separate Cubes, die man rausholen kann. Ja? Das heißt, wir haben hier oben einen Cube, das ist jetzt der kleine, wir haben 2 Cubes insgesamt, die mitgeliefert werden, einen kleinen 6 Liter Cube und einen großen 10 Liter Cube. Kommen wir zum Hauptzugriff und zwar erfolgt der vom Rücken. Hier seht ihr schon, wir haben hier diese 2 Cubes, unsere IGUs drin, und zwar beide sind verwendbar für oben oder unten. Man kann je nachdem, wie man es will, diese nutzen. Ich hole jetzt mal den kleinen raus und dann seht ihr es, man kann den großen auch hier oben reinmachen und dann nur den großen drin haben oder nur den kleinen oder halt auch gar keinen. Wenn ihr die Cubes komplett draußen habt, dann könnt ihr den Rucksack auch ganz normal als Rucksack verwenden und den auf die Arbeit nutzen oder wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, die Fotosachen rauspacken und mit dem Rucksack dann ganz normal eine Städtetour machen. Dann seht ihr hier, ich mach mal auf, was hier so reinpasst. Das ist so das Equipment, was wir jetzt beispielhaft hier reingepackt haben. Ist jetzt eine Sony-Kamera drin mit zwei Objektiven und eins fest dran, Ladegerät, ein paar Kabel und sonstiges. Also das ist jetzt so ein bisschen beispielhaft gepackt. Dann haben wir auch hier vorne noch eine Netztasche, wo verschiedene Sachen mit reingepackt werden. Kabel oder was ihr halt so mit dabei habt. Putztücher, ja. Hier seht ihr diesen Gurt. Der ist dafür gedacht, ich zeige es euch an diesem Cube, dass die Lasche oben fest hinten dran ist. Das heißt, wenn ihr dann von oben zugreift auf die Kamera, ist das Kamerafach immer offen und ihr könnt direkt an die Kamera ran. Wenn es euch sicherer ist, könnt ihr auch natürlich die Klappe immer zulassen. Aber ihr könnt das natürlich auch hier hinten schön reinmachen und dann ist es immer fest und offen. Hier seht ihr, hier ist auch eine Netztasche dran, wo ihr Akkus oder sonstige Sachen reinpacken könnt. Cubes raus und dann seht ihr es, wie es sonst aussieht. So. Hier seht ihr die Befestigungspunkte für die Cubes. Somit kann oben der große sein oder unten der große oder umgekehrt. Das liegt dann ganz bei euch, wie ihr es halt organisiert haben wollt. Apropos Organisation, ihr seht hier auch die Netztaschen, die können für alles Mögliche verwendet werden, ob Zahnbürste oder sonstige Sachen, die ihr dabei habt, könnt ihr schön alles unterteilt unterbringen. Hier seht ihr jetzt die 2 Cubes, wie sie einzeln dastehen. Einmal den großen und den kleinen. Die könnt ihr auch so praktisch mit dem ganzen Equipment super packen und in den Schrank stellen und habt dann gleich euer Equipment sauber verstaut und könnt den Rucksack dann für den Alltag nutzen, wenn ihr jetzt den nicht als Fotorucksack nutzt. Auch haben wir hier so 2 Laschen mit angebracht, wie ihr seht, und da kann man den Hüftgurt oder den Gurt, den man auch fürs Stativ nutzt, auch nutzen, um die Tasche praktisch einzeln umgehängt zu tragen. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und die Kamera klein dabei habt, den Rucksack als Verstaumöglichkeit für irgendwas nutzen und die Kamera habt ihr trotzdem geschützt mit dabei. Ja, das ist unser Adapt-System und Adapt steht für Anpassen an jede Situation, die ihr habt. Und da seht ihr, da habt ihr verschiedene Varianten, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt den Rucksack als Alltagsrucksack nutzen, ihr könnt ihn als Fotorucksack nutzen, ihr könnt ihn auch als Reiserucksack nutzen und dafür steht halt das Wörtchen Adapt. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen. Wir sind ziemlich happy mit dem Rucksack und freuen uns, wenn er euch gefällt.